Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Selmas Recipes. Heute zeige ich euch ein klassisches Zwetschgenkuchen- bzw. Pflaumenkuchenrezept. Als erstes wasche ich etwa 2 Kilo Zwetschgen bzw. Pflaumen gründlich ab und lasse sie in einem Sieb abtropfen. Als nächstes bereite ich den Hefeteig zu. Hierfür mische ich zunächst 375 Gramm Mehl mit 50 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillinzucker, ein Päckchen Trockenhefe und eine Prise Salz. Danach erwärme ich 75 Gramm Butter und 200 Milliliter Milch bei niedriger Hitze, bis die Butter geschmolzen ist. Da die Mischung schnell zu heiß werden kann, lasse ich sie etwas abkühlen. Sobald sich die Flüssigkeit weder zu warm noch kalt anfühlt, gebe ich sie in die Mehlmischung und knete den Teig 3 bis 5 Minuten gut durch. Der Hefeteig muss jetzt an einem warmen Ort so lange aufgehen, bis er sich sichtbar vergrößert hat. Dafür stelle ich den Backofen auf 50 Grad ein und heize ihn ein paar Minuten auf. Bevor die volle Temperatur erreicht ist, schalte ich den Ofen aus und lasse den Teig im warmen Backofen 20 bis 30 Minuten aufgehen. In der Zwischenzeit bereite ich die Streusel vor. Hierfür verrühre ich zunächst 200 Gramm weiche Butter mit 120 Gramm Zucker und einem Päckchen Vanillinzucker. Dann gebe ich 300 Gramm Mehl, 100 Gramm gehobelte Mandeln und einen Viertel Teelöffel Zimt hinzu und vermische die Zutaten zu einer krümeligen Masse. Die Streusel stelle ich jetzt zum Festwerden in den Kühlschrank. Dadurch zerlaufen sie beim Backen nicht und werden auch schön knusprig. Jetzt hole ich den Hefeteig aus dem Backofen, bestreue ihn ganz leicht mit etwas Mehl und rolle ihn auf einem Stück Backpapier auf die Größe des Backbleches aus.
Die Ecken des Teiges ziehe ich vorsichtig in Form und ziehe dann den Teig samt Backpapier auf das Backblech. Da die Gasbläschen beim Ausrollen wieder zusammengedrückt wurden, muss der Hefeteig ein zweites Mal aufgehen und gelockert werden. Dafür stelle ich das Backblech mit dem Teig wieder in den noch warmen Backofen und lasse ihn noch einmal aufgehen, bis er sich sichtbar vergrößert hat. Währenddessen bereite ich die abgetropften Zwetschgen bzw. Pflaumen vor. Beim Entkernen der Pflaumen schneide ich sie zunächst längs ungefähr bis zur Hälfte ein. Den zweiten Schnitt setze ich über Kreuz etwa bei der Hälfte der Pflaume an und schneide sie diesmal bis unten hindurch. Das sieht nicht nur hübsch aus, sondern lässt sich auch einfacher auf den Teig verteilen als viele kleine Stücke. Sobald der Teig sichtbar größer geworden ist, nehme ich ihn aus dem Ofen heraus und heize den Backofen auf 200 Grad Ober- und Unterhitze vor. Die vorbereiteten Zwetschgen lege ich nun mit der gezackten Seite nach oben dicht an dicht auf den Hefeteig und verteile darauf die Streusel. Den Zwetschgenkuchen backe ich dann im vorgeheizten Backofen ungefähr 25 bis 30 Minuten, bis er goldbraun geworden ist. Und so sieht mein Zwetschgendatschi aus. Er schmeckt wirklich sehr, sehr lecker. Probiert es unbedingt mal aus. Wer möchte, kann den Pflaumenkuchen mit Vanilleeis oder frischer Schlagsahne servieren. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!